Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich zwei wundervolle Bobbel aus dem Schwarzwald Woll Outlet verarbeitet, die liebevoll vom Geschäftsführer Oliver handgewickelt wurden und die ich beim Meet and Greet im September 2025 als Geschenk erhalten habe. Die wunderschönen Farben weckten in mir die Vorstellung einer soeben erblühten Osterglocke, und das Ergebnis ist diese traumhaft schöne, wellenförmig schwingende Jacke. Bitte schaut euch das gesamte Video aufmerksam an, damit euch keine wichtigen Informationen entgehen, denn in meinen Videos geht es sofort zur Sache. Schaut euch auch das Intro genau an, hier ist die besondere Passform der Jacke genau zu sehen. Also bitte nichts überspringen, dadurch beantworten sich in der Regel alle Fragen von selbst, ansonsten helfe ich natürlich gerne. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen dann im Video, wenn sie benötigt werden. Auch dem Materialverbrauch ist eine eigene Seite gewidmet. Weiter unten findet ihr den Link zum Schwarzwald Woll Outlet. Ich beneide alle, die in der Nähe dieses riesigen Ladens mit den schwäbischen Preisen wohnen und direkt vor Ort shoppen können. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Die Häkelnadel ruht nie lang, ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir, mach mit und häkle mit mir. Schick und Kapital. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung! Der Verbrauch kann bei Verwendung völlig unterschiedlicher Materialien nicht mehr ausreichend präzise vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verarbeite den ersten Bobbel von hell nach dunkel und den zweiten Bobbel von dunkel nach hell. Für die Ärmel die Farbabschnitte einzeln abwickeln und harmonisch auf beide Ärmel verteilen. Hier seht ihr Richtwerte für 3/4 Ärmel ohne Gewehr. Diese Jacke wird aufgrund der außergewöhnlichen Machart unter den Armen unabhängig von der Konfektionsgröße automatisch oversized. Die überschüssige Weite sorgt für den sensationellen Fall der Jacke, die Ärmel sind tiefer angesetzt als gewohnt. Das Armloch kann nach dem Abteilen der Ärmel zu groß erscheinen, das bleibt aber nicht so. Der extravagante Schnitt kann nicht in einen klassischen Schnitt umgewandelt werden. Die Passe legt sich ab einem gewissen Zeitpunkt in Wellen, da wir relativ rasch zunehmen. Danach folgen mehrere Reihen ohne Zunahmen. Dadurch legt sich das Wellen weitgehend wieder, insbesondere im unteren Teil.
Die Jacke ist aber so entworfen, dass sie beim Tragen in Wellen fällt. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, noch eine Luftmasche und eine feste Masche in das linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 9 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt 10 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 10 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 10 Stäbchen gehäkelt, wir wenden die Arbeit. In der nächsten Reihe brauchen wir 19 Stäbchen. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche und hier häkeln wir nur ein Stäbchen und in alle anderen Maschen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Auf diese Weise erhalten wir genau 19 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 19 Stäbchen gehäkelt. Es ist ganz wichtig, dass die Zahlen genauso sind wie bei mir. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche und diesmal verdoppeln wir alle Stäbchen. Auch in die erste Masche häkeln wir noch ein Stäbchen und in jede weitere Masche 2 Stäbchen, sodass wir genau 38 Stäbchen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 38 Stäbchen gehäkelt, wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche. Das ist unser Randstäbchen und wir häkeln jetzt 18V in jede zweite Masche. Wir lassen die nächste Masche aus, wir häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist ein V.
eine Masche auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln. Eine Masche auslassen und ein V häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 18 V gehäkelt. Am Ende der Reihe muss noch eine Masche übrig bleiben und hier häkeln wir unser Randstäbchen. Hier können wir keine Masche mehr auslassen, das ist bei mir auch so. Und wir wenden die Arbeit. Und wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche. Und wir häkeln in jedes V wieder ein V, aber diesmal mit 2 Luftmaschen. Wir häkeln ins V ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir springen ins nächste V und häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Es ergeben sich wieder 18 V plus die 2 Randstäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 18 V gehäkelt und am Ende der Reihe häkeln wir ins letzte Stäbchen ein Randstäbchen. Und wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe ist absolut identisch mit der Reihe, die wir soeben gemacht haben. Wir häkeln unser Randstäbchen und wir häkeln wieder in jedes V ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Es ergeben sich wieder 18 V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 18 V gehäkelt und am Ende der Reihe häkeln wir ein Randstäbchen in die letzte Masche, so wie am Anfang der Reihe. Und wir wenden die Arbeit und wir beginnen wieder mit dem Randstäbchen und wir häkeln in jedes V 4 Stäbchen. Eine Luftmasche, ins nächste V springen, 4 Stäbchen häkeln, wichtig, eine Luftmasche und in jedes V 4 Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V 4 Stäbchen gehäkelt, dazwischen immer eine Luftmasche und am Ende häkeln wir in die letzte Masche noch unser Randstäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit dem Randstäbchen. Wir häkeln 4 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen. Wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen auf die vorhandenen 4 Stäbchen. Und zwischen den Gruppen immer 2 Luftmaschen.
und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Vierergruppen gehäkelt. Ganz wichtig, am Ende der Reihe haben wir noch das Randstäbchen. In den Randbereichen kommen also hier 5 Stäbchen zusammen, am Anfang und am Ende der Reihe. Und das war die Basis der Jacke. Und ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen, die dann sinngemäß wiederholt werden. Ich zeige euch den Mustersatz. Wir starten mit dem Randstäbchen und in der ersten Musterreihe machen wir Zunahmen und wir häkeln über diese 4 Stäbchen, die vorhanden sind, 6 Stäbchen. Das heißt, wir verdoppeln das erste dieser 4 Stäbchen, dann häkeln wir 2 Stäbchen und wir verdoppeln auch das letzte dieser 4 Stäbchen. Das bedeutet, wir haben jetzt 6 Stäbchen und hier kommt immer das Randstäbchen dazu. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen. Wir verdoppeln das erste Stäbchen. Dann häkeln wir 2 Stäbchen. Und wir verdoppeln das letzte Stäbchen der Gruppe, sodass jede Gruppe 6 Stäbchen erhält. Dazwischen häkeln wir 2 Luftmaschen und immer das erste Stäbchen verdoppeln, dann auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und dann das letzte Stäbchen verdoppeln. Und dann die 2 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Beim letzten Segment müsst ihr aufpassen. Hier verdoppeln wir das vorletzte Stäbchen, sodass wir auch hier 6 Stäbchen haben. Und dann haben wir noch das Randstäbchen. Das zählt nicht zur Gruppe dazu. Und wir wenden die Arbeit. Und in dieser ersten Musterreihe haben wir Zunahmen gemacht. Das ist eine Reihe auf der schönen Seite. Und auf der Rückseite machen wir keine Zunahmen. Es folgt also die zweite Musterreihe. Auch die beginnt mit dem Randstäbchen. Und wir häkeln überkreuzte Stäbchen. Wir lassen eine Masche aus. Wir häkeln ein Stäbchen und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. In dieser Reihe ergeben sich 3 überkreuzte Paare pro Gruppe. Dann die 2 Luftmaschen und wieder eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und immer genau schauen, dass ihr immer die nächsten 2 freien Maschenköpfe verwendet. Nicht aus Versehen in eine Masche häkeln, die schon belegt ist. Es geht sich immer genau aus. Immer Zweierpaare.
und zwischen den Segmenten häkeln wir 2 Luftmaschen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe nicht vergessen, noch das Randstäbchen in die letzte Masche häkeln. Und wir wenden die Arbeit. Und ich zeige euch noch einen Mustersatz. Im Prinzip sind es immer dieselben 2 Reihen. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen. Und die erste Musterreihe ist eine Reihe auf der schönen Seite. Und hier machen wir immer die Zunahmen. Nach dem Randstäbchen verdoppeln wir das erste Stäbchen. Dann häkeln wir in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Und dann verdoppeln wir das letzte Stäbchen. In dieser Reihe erhalten wir 8 Stäbchen ohne das Randstäbchen. Dann 2 Luftmaschen und wieder das erste Stäbchen verdoppeln. Dann in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und dann wieder das letzte Stäbchen verdoppeln. Wir brauchen immer eine gerade Maschenzahl. In dieser Reihe haben wir 8 Stäbchen. Und die 2 Luftmaschen nicht vergessen. Und wir erhöhen überall auf 8 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Beim letzten Segment verdoppeln wir das erste Stäbchen und das vorletzte Stäbchen. Und dann häkeln wir noch das Randstäbchen. In den Randsegmenten haben wir also immer ein Stäbchen mehr. Und wir wenden die Arbeit und auf der Rückseite machen wir keine Zunahmen. Auch hier starten wir mit dem Randstäbchen und dann häkeln wir überkreuzte Stäbchen. Und pro Mustersatz ergibt sich eine Gruppe mehr als im vorherigen Mustersatz. Im vorherigen Mustersatz hatten wir 3 Paare und jetzt haben wir 4 Paare. Und im nächsten Mustersatz 5 Paare, 6 Paare und so weiter. Und immer dazwischen die 2 Luftmaschen häkeln. Und alle Segmente erhalten in dieser Reihe 4 überkreuzte Gruppen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch diese Reihe mit dem Randstäbchen beendet und ich erkläre euch jetzt zunächst die Einteilung der Jacke. Wir haben 3 Segmente für ein Vorderteil, 3 Segmente für einen Ärmel, 6 Segmente für das Rückenteil. Hier ist der zweite Ärmel und hier ist das zweite Vorderteil. Und wir müssen so lange weiter häkeln, bis wir hier über den Ärmelsegmenten ein bestimmtes Maß erreicht haben. Das Maß schreibe ich euch oben in die Ecke. Und so lange wiederholen wir immer dieselben 2 Reihen, die wir jetzt gemacht haben, sinngemäß, also immer in der ersten Musterreihe die Zunahmen machen und in der zweiten Musterreihe keine Zunahmen. Die erste Musterreihe ist die Stäbchenreihe und die zweite Musterreihe ist die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen.
Und die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen ist eine Rückreihe. Ich zeige euch noch, wie man das erkennen kann. Das ist die schöne Seite. Hier liegen die Stäbchenreihen tiefer als auf der Rückseite. Die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen ist erhabener. Hier sind die Stäbchen glatter und auf der Rückseite sind sie rau und erhaben. Also an den Stäbchenreihen erkennt man sehr gut die schöne Seite. Und ganz wichtig, immer beide Reihen häkeln. Und wenn ihr das Ärmelmaß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 40-42 das benötigte Ärmelmaß erreicht. Wie ihr seht, legt sich die Passe im Moment in ein paar Wellen. Das ist bei mir auch so und absolut in Ordnung, da wir relativ rasch zugenommen haben. Aber jetzt, nachdem wir das Ärmelmaß erreicht haben, häkeln wir ohne Zunahmen weiter und dann legt sich das Wellen weitgehend wieder. Und zum Messen müsst ihr natürlich die Ärmelsegmente schön flach hinlegen und von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer messen. Die Maschenmarkierer habe ich wieder nach außen versetzt. Und wenn ihr das Ärmelmaß erreicht habt, häkeln wir weiter ohne Zunahmen, bis wir die benötigte Passenhöhe erreicht haben. Und die Passenhöhe messen wir vom Anfangsring zu einem Maschenmarkierer hinaus. Da schreibe ich euch die Maße oben in die Ecke. Es handelt sich dabei um Richtwerte. Bei mir ist es so, ich brauche immer ca. 39 cm Passenhöhe für meine Größe. Und wie man Reihen ohne Zunahmen häkelt, zeige ich euch jetzt. Wir häkeln jetzt einfach dieselben zwei Reihen wie bisher. Ganz wichtig, ich habe mit einer Rückreihe überkreuzte Stäbchen vorläufig geendet und jetzt machen wir einfach keine Verdoppelungen mehr. Das bedeutet, wir starten mit dem Ersatzstäbchen so wie immer. Und wir häkeln einfach alle Stäbchen ab und machen keine Zunahmen mehr. Also die Anzahl der Stäbchen, die ihr jetzt habt, bleibt nun gleich bis zum Abteilen der Ärmel. Und in der Rückreihe bleiben die Anzahl der überkreuzten Stäbchen ebenfalls gleich, wie sie jetzt eben ist. Das heißt, wir häkeln dieselben zwei Reihen weiter, immer ganze Mustersätze mit der Anzahl Stäbchen bzw. überkreuzte Stäbchen, die wir jetzt haben, bis wir die benötigte Passenhöhe erreicht haben und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Passe hat die benötigte Größe erreicht, das Wellen hat sich inzwischen gelegt und die Maschenmarkierer habe ich wieder nach außen versetzt. Wir haben nach wie vor dieselbe Einteilung. 3 Strahlen für ein Vorderteil, 3 Strahlen für einen Ärmel, 6 Strahlen für das Rückenteil, 3 Strahlen für den zweiten Ärmel und 3 Strahlen für das zweite Vorderteil. Sobald die Richtwerte erreicht sind, könnt ihr eine Anprobe machen. Ihr klappt die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen genau aufeinander passen. Dann steckt ihr die Maschenmarkierer durch beide Lücken durch und dann könnt ihr hineinschlüpfen.
Und wenn das locker passt, könnt ihr die Ärmel abteilen. Ich habe mit einer Reihe überkreuzte Stäbchen vorläufig geendet und wir teilen in einer Stäbchenreihe die Ärmel ab. Und wir beginnen ganz normal mit unserem Randstäbchen und wir häkeln wie gewohnt auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und wir häkeln zunächst den ersten Strahl und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den ersten Strahl gehäkelt und in die Lücke, wo die 2 Luftmaschen sind, häkle ich 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir den nächsten Strahl und in jede Lücke häkeln wir 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die ersten 3 Strahlen gehäkelt, in die Lücken 2 Stäbchen. Ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Hier habe ich bis zur Lücke gehäkelt. Und wir überspringen nun den Ärmelteil. Wir legen die beiden Lücken übereinander und wir häkeln durch beide Lücken durch 2 Stäbchen. Die Maschenmarkierer könnt ihr entfernen. Und dann häkeln wir auf dem ersten Stäbchen weiter. Wir haben 3 Strahlen für den Ärmel übersprungen. Und jetzt häkeln wir die 6 Strahlen des Rückenteils und auch hier häkeln wir in die Lücken zwischen den Strahlen immer 2 Stäbchen. Und wenn ihr beim nächsten Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 6 Strahlen des Rückenteils gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Und auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche. Wir überspringen die Ärmelstrahlen, 3 Stück. Wir legen die Lücken übereinander und wir häkeln durch beide Lücken durch 2 Stäbchen und dann häkeln wir auf dem ersten Maschenkopf weiter und wir häkeln die letzten 3 Strahlen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben beide Ärmel abgeteilt und die nächste Reihe ist ganz einfach. Wir starten mit unserem Randstäbchen. Und wir häkeln lauter überkreuzte Stäbchen. Wir haben automatisch eine gerade Anzahl Maschen und wir häkeln nur überkreuzte Gruppen. Auch hier in den Lücken haben wir jeweils 2 Stäbchen, auch hier eine überkreuzte Gruppe in allen Lücken und auch unter dem Arm haben wir 2 Stäbchen. Auch hier überkreuzte Gruppen häkeln. Einfach die ganze Reihe durch, überkreuzte Stäbchen häkeln. Am Anfang haben wir ein Randstäbchen und am Ende so wie gewohnt. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit dem Randstäbchen beendet. Und nun wiederholen wir
immer die gleiche Reihe, die wir soeben gemacht haben. Ich zeige euch noch den Anfang. Wir beginnen immer mit dem Randstäbchen in die erste Masche und dann häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen. Auf jedes Paar kommt wieder ein Paar. Einfach auf jedes Paar wieder ein Paar häkeln. Und die Reihe endet wieder mit dem Randstäbchen. Und wir machen insgesamt eine ungerade Anzahl mit diesen Reihen mit überkreuzten Stäbchen, bis die Jacke die benötigte oder gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen in der rückwärtigen Mitte die Gesamtlänge. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe eine ungerade Anzahl Reihen mit überkreuzten Stäbchen gehäkelt. Das bedeutet, ich befinde mich auf der schönen Seite der Jacke. Die schöne Seite erkennt ihr hier oben an der Passe, an den tiefer liegenden Stäbchenreihen und den erhabenen Reihen mit überkreuzten Stäbchen. Und wir häkeln die Abschlussreihe unten auf der schönen Seite. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle sofort in die erste Masche eine feste Masche und dann häkle ich noch 2 feste Maschen und dann häkle ich 3 Luftmaschen und dann steche ich ins linke Maschenglied der festen Masche ein und in diesen senkrecht verlaufenden Faden und häkle eine Kettmasche. Dann häkle ich 4 feste Maschen über die nächsten 4 Maschen. Über 2 Kreuze drüber. Dann häkle ich wieder 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in diese beiden senkrecht verlaufenden Fäden. Und wieder 4 feste Maschen über die nächsten 2 Kreuze. 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in diese senkrecht verlaufenden Fäden. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe am Ende noch 4 feste Maschen gehäkelt über die letzten 2 Kreuze und in die letzte Masche häkle ich 3 feste Maschen, damit wir gut um die Ecke kommen. Und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen und hier mache ich das erste Picot und dann häkle ich wieder 2 feste Maschen um das Randstäbchen, noch einmal 2 feste Maschen um das Randstäbchen und dann wieder ein Picot. Und wieder 2 feste Maschen, noch einmal
2 feste Maschen und dann wieder ein Picot. Also immer 4 feste Maschen und ein Picot. Und das machen wir um die ganzen vorderen Kanten herum. Auch in den Anfangsring häkeln wir 2 feste Maschen mit oder ohne Picot. Ihr müsst schauen, wie sich das ausgeht. Und wenn ihr wieder am unteren Rand der Jacke angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier ist der Beginn und hier haben wir eine feste Masche zu Beginn gehäkelt und hier häkle ich noch 2 feste Maschen, so dass wir insgesamt 3 feste Maschen in einer Masche haben, und dann schließe ich mit einer Kettmasche zur Runde und ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel an die Passe dran gehäkelt, im selben Muster wie die Passe. Ich habe 3/4 Ärmel gemacht und ich habe den Ärmel in Reihen gehäkelt, ohne Zunahmen und ohne Abnahmen. Einfach gerade hinunter und am Ende wieder die Mäusezähnchen als Abschlusskante gehäkelt. Und wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Die letzte Reihe mit überkreuzten Stäbchen muss erhaben sein und die Stäbchenreihe liegt tiefer. Und wir beginnen unter dem Arm. Und wir haben hier diese 2 Lücken, wo wir die Ärmel abgeteilt haben. Und hier hole ich den Faden durch beide Lücken durch. Ich verknote den Faden am rechten Rand der Lücke, auf der rechten Seite. Ich steche noch einmal durch dieselbe Lücke durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche, und dann teile ich die beiden Seiten und häkle das Ersatzstäbchen vor diesen 2 überkreuzten Stäbchen. Also nur in eine Lücke. Und dann häkle ich auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Auch hier die 2 Luftmaschen häkeln. Es ist dasselbe Muster wie bei der Passe. Und wenn ihr wieder unter dem Arm angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Achtet darauf, dass am Ende 2 Stäbchen auf dem letzten Kreuz vorhanden sind. Und dann häkeln wir noch ein Stäbchen nach dem Kreuz in die Lücke, sodass wir am Anfang und am Ende der Reihe ein Randstäbchen haben. Und die zweite Reihe häkeln wir auf der Innenseite des Ärmels, damit wir dieselbe Struktur haben wie bei der Passe und damit der Ärmel ganz gerade wird. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche und dann haben wir die überkreuzten Stäbchen. Genau gleich wie bei der Passe. Und wir häkeln alle 3 Strahlen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe lauter überkreuzte Stäbchen gehäkelt. Am Ende bleibt ein Stäbchen übrig und hier häkeln wir unser Randstäbchen. Wir haben am Anfang ein einzelnes Stäbchen und am Ende der Reihe. Und wir wenden nach jeder Reihe die Arbeit und wir häkeln immer abwechselnd eine Reihe Stäbchen und eine Reihe überkreuzte Stäbchen. Und die Anzahl bleibt immer gleich. Das könnt ihr selbst kontrollieren. Und ich häkle den Ärmel circa 22 cm lang. Das ist ein Richtwert. Am besten macht ihr eine Anprobe und wir enden vorläufig mit einer Reihe überkreuzte Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Rückreihe mit überkreuzten Stäbchen vorläufig geendet. Und jetzt häkeln wir wieder die Mäusezähnchen. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche in die erste Masche. Und dann häkle ich noch 2 feste Maschen. Dann ein Mäusezähnchen und dann häkle ich immer 4 feste Maschen und ein Mäusezähnchen. Und auch in die Lücken häkle ich 2 feste Maschen mit oder ohne Mäusezähnchen, ebenso wie es sich mit dem Muster ausgeht. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Und wir machen die Naht auf der Innenseite. Und ich beginne mit einer Luftmasche und häkle die erste feste Masche möglichst weit am Rand. Und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und wir schließen die Naht bis unter dem Arm. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.